Wir passieren gerade Barcelona und sind auf dem Weg Richtung Süden, Südwesten, auf zu unserem nächsten Etappenplatz. Wir werden aber vorher noch einkaufen, da gibt es einen Tipp, wo man das gut machen kann. Und wir werden auch unsere Gasvorräte bzw. Gasflasche tauschen. Auch darüber werde ich berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Natürlich gibt es auch wieder ein paar Tipps und Hinweise, unter anderem auch über die V16 Warnlampe hier in Spanien. Dazu später mehr. Wir haben Freitag, den 24. Oktober und wir sind am Morgen um ca. 10 Uhr gestartet vom Camping Barcelona in Richtung Spätzle-Fritz. Das ist nämlich der nächste Etappenplatz, den wir zur Übernachtung nutzen wollen. Das sind etwa 240 Kilometer. Wir sind jetzt auf der Umfahrung Barcelona. Viele werden es wissen, hier gibt es so eine gewisse Kriminalität. Deshalb halten wir hier nicht auf den Tankstellen und Raststätten, tanken hier nicht und rasten hier nicht, sondern fahren durch und fahren an diesen großen Städten vorbei, um dann Pause zu machen. Das Ganze ist hier nicht dramatisch oder besonders schlimm, aber es gibt hier eben immer wieder Fälle, wo es zu irgendwelchen Betrügereien kommt. Auf den Raststätten stehen auch oft große Schilder mit dem Hinweis, dass man hier besser nicht übernachtet, sondern auf einen Camping- oder Stellplatz fährt und dort übernachtet. Wir fahren mehr als 30 Jahre nach Spanien. Wir haben nie Angst gehabt, aber haben immer eine gewisse Vorsicht walten lassen. Uns ist nie was passiert und da sage ich einfach toi toi toi. Aber das ist auch keine Ausnahme, sondern den meisten passiert auch nichts. Jetzt erstmal ein Hinweis oder eine Information und zwar zu der V16 Warnleuchte, die hier in Spanien ab 1.1.2026 auf Autobahnen und Schnellstraßen Pflicht ist. Die muss man dann dabei haben. Was ist die V16 Warnlampe? Das ist eine Warnlampe, die kann man bei einem Unfall, bei einer Panne aufs Dach vom Auto zum Beispiel stellen oder auch auf die Straße in einer gewissen Entfernung. Und die hat eine besondere starke Leuchtkraft, diese Warnleuchte. Und sie gibt die GPS-Daten durch, wo genau dieser Standort ist, an Rettungskräfte und an Polizei und ich weiß nicht wo noch hin. Das soll die ganze Geschichte etwas, wenn eine Panne ist, wenn ein Unfall passiert ist, besser machen. Ist hier in Spanien so, soll europaweit eingeführt werden, ist allerdings im Moment so nach meinem Kenntnisstand bisher nur hier in Spanien. Jetzt kommt's aber. Diese Geschichte ist nicht für uns wichtig oder wir sind davon als Touristen mit einem deutschen Kennzeichen nicht betroffen. Warnleuchten hier in Spanien müssen haben Fahrzeuge mit spanischem Kennzeichen. Das heißt, auch wenn man sich hier einen Mietwagen nimmt, muss man auch so eine Warnleuchte dabei haben. Also da aufpassen. Aber ansonsten muss man sich keinen Kopf machen. Man kann also ohne weiteres weiterhin mit seinem Warndreieck hier nach Spanien reinfahren, wenn man ein deutsches Kennzeichen hat. Das war die Information zu dieser Geschichte Warnleuchte V16. Jetzt geht's aber weiter mit unserer Reise, Anfahrt vom Stellplatz. Wir haben die AP7 in Höhe von Amposta verlassen und sind auf die N340 gefahren, denn wir wollen nach Vinaros, um dort einzukaufen. Hier ist nicht nur der Discounter Lidl, sondern hier gibt es auch eine preiswerte Tankstelle, man sieht's hier. Preis ist, glaube ich, bei 1,26 € der Liter Diesel. Wir parken hier an der Straße. Auf dem Parkplatz von Lidl könnte es etwas eng werden für unser Mobil. Jetzt haben wir nochmal einen Blick auf die Tankstelle und jetzt sieht man hier ganz eindeutig 1,26 € kostet hier der Liter Diesel. Es gibt hier auch Gas, Repsol-Flaschen, aber das sind Butan oder das ist Butangas.
Das muss man nicht unbedingt nehmen fürs Wohnmobil. Gegenüber vom Discounter gibt es eine weitere Tankstelle. Auch dort haben wir den Preis von 1,26 € pro Liter Diesel. Jetzt hier ein Blick auf den Parkplatz. Man sieht, hier stehen einiges an PKWs und es ist immer schwierig, dort einen freien Platz zu finden für ein größeres Wohnmobil. Wir haben uns wieder mit Lebensmitteln versorgt und so kann unsere Reise weitergehen zum Stellplatz Spätzle Fritz und den erreichen wir in den frühen Nachmittagsstunden. Es sind von Wienar bis zum Spätzle Fritz ca. 10 Kilometer. Wenn man über die Autobahn gefahren wäre, wären es weniger Kilometer gewesen, also es war kein kleiner Umweg. Dieser Stellplatz wird sehr stark angenommen. Nicht jeder mag diesen Platz, das ist ja auch in Ordnung. Es gibt auch genügend Plätze in der Umgebung, die man nutzen kann. Wir fahren gerne hierhin und das mit uns einige andere. Man sieht jetzt, ich glaube es ist nachmittags 14 Uhr, ist der Stellplatz schon sehr gut besucht. Hier sind auch Wohnwagengespanne willkommen. Damit alle ihre richtige Parzelle finden, gibt es hier Günther, der weist die Mobile hier ein, damit alle, die auch mit größeren Fahrzeugen kommen, hier entsprechend gut einparken können. Günther ist mit seiner Frau Ute den ganzen Winter hier auf dem Platz und managt hier so ein bisschen den Stellplatz und unterstützt damit die Inhaberin Rada. Wenn der Platz richtig voll ist, dann stehen hier bis zu 80 Wohnmobile und Wohnwagen. Zum Stellplatz gehört ja auch das Restaurant Spätzle Fritz und dort kann man ab frühen Nachmittag schon essen oder Kaffee trinken. Das Restaurant hat dann bis 22 Uhr geöffnet. Wichtiger Punkt, am Montag ist Ruhetag, da ist das Restaurant geschlossen. Der Platz kostet 12 € inklusive Fähr- und Entsorgung, WLAN, Strom gibt es auch, muss extra bezahlt werden. Es gibt auch Duschen hier, haben wir noch nie genutzt, weiß ich jetzt nicht, wie es damit ist. Durch unseren YouTube-Kanal werden wir auf Camping- und Stellplätzen immer mal wieder von anderen Campern erkannt und angesprochen. Darüber freuen wir uns auch und manchmal dann darf ich auch die Kamera nehmen und die Leute befragen. Ja, ja, ich kann ja mal kurz fragen. Ja, genau. Und zwar, ich fange mal mit der Dame an. Ja. Ihr seid unterwegs hier in Spanien und hier jetzt beim Spätzle Fritz. Kennt ihr den Platz oder seid ihr das erste Mal hier? Wir sind auf Empfehlung von Hartmut Konrad und Rita sind wir hier hingekommen und der hat uns schon damals sehr gut gefallen. Und deshalb sind wir wieder da. Ja. Und jetzt haben wir euch getroffen, das ist natürlich fantastisch. Ja, Ne? schön. Und ihr wollt ja nur nicht hier bleiben, sondern ihr werdet ja weiterfahren. Fahrt ihr Richtung Süden jetzt? Genau, wir fahren Richtung Süden und zwar in Richtung Alicante, Ja. um genau zu sein nach El Pinet. Und da wollen wir überwintern, wie Hartmut Konrad, mit seinen Freunden. Und das ist einfach toll Ja. und das gefällt uns halt Ja, sehr. wunderbar. Ja, vielen Dank für eure Ausführungen. Gerne. Ich wünsche euch weiterhin gute Reise. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Ja, ciao. Ciao. So, jetzt gehe ich nachher, jetzt machst du noch, wo ich damit beistehe. Ja, genau. Schön, ja, siehst du. Alles Gute euch. Einige gehen ja schon am Nachmittag ins Restaurant, wir erst am Abend. Das ist auch gut so, dass so verteilt sich das so ein bisschen, dass nicht alle gleichzeitig hier ins Restaurant wollen. Hier ein paar Bilder vom Restaurant. Diese Aufnahmen habe ich gemacht, kurz bevor das Restaurant schließt. 18 Jahre haben wir diesen Stellplatz schon als Etappenplatz genutzt, immer wieder mal und gehen natürlich auch dann immer ins Restaurant. Und somit haben wir schon fast ein freundschaftliches Verhältnis zu der Inhaberin Rada und der Mitarbeiterin Christina. Bei Ute und Günther bekommt man morgens ein frisches Baguette und sie bieten auch an selbstgemachte Marmelade und andere Produkte aus der Region. Am nächsten Morgen geht es für uns weiter, aber nur wenige Kilometer. Wir wollen zum Ort San Rafael del Rio fahren, der ist etwa 5-6 Kilometer entfernt vom Stellplatz hier. Warum wollen wir dorthin? Dort gibt es eine Tankstelle und direkt daneben einen größeren Parkplatz und ich habe mir sagen lassen, dort kann man auch stehen, wenn dieser Platz hier beim Spätzle Fritz komplett voll belegt ist, dann hat man die Möglichkeit auf diesem einfachen Parkplatz vielleicht zu übernachten.
Dann gibt es noch 2 weitere Gründe. Man kann an der Tankstelle seine Repsol Propangasflasche tauschen. Unsere ist nämlich leer, deshalb wollen wir das gerne dort tun. Und zum anderen gibt es dort eine Geocache-Runde, die wir abfahren wollen. Und deshalb wollen wir dort parken und von dort aus starten zu dieser Geocache-Runde. Die Tankstelle liegt am Rande des Ortes San Rafael del Rio an einem Kreisverkehr, also relativ gut anzufahren. Wir fahren als erstes auf die Tankstelle. Dort können wir gut anhalten und parken und so brauchen wir die Gasflasche auch nicht weit tragen. Hier werden beide Sorten von Gas angeboten. Einmal Propan, das ist die Flasche mit dem schwarzen Ring rundherum, und ohne den schwarzen Ring, das ist Butan. Propan kostet hier 16 € die Flasche. Nach dem Tausch der Gasflasche ging es weiter, und zwar hier nur wenige Meter. Hier sehen wir den großen Parkplatz. Dort wollen wir jetzt hin, dort wollen wir jetzt parken. Und hier soll man auch über Nacht stehen dürfen und können, wenn man möchte. Und als Ausweichplatz, wenn zum Beispiel beim Spätzle alles voll ist, könnte man das als Notlösung hier nehmen. In der Mitte dieses Parkplatzes sehen wir hier eine Spur. Das ist auch eine Parkfläche. Ganz vorne steht schon ein LKW. Wir werden uns dahinter stellen. Wir wollen hier ja nur parken. Wir haben hier also auch nicht übernachtet. Deshalb können wir über eine Übernachtung hier nicht berichten oder auch nicht sagen, wie laut oder wie es überhaupt hier ist. Wir haben hier dann geparkt, die Fahrräder ausgeladen und sind dann zu unserer Geocache-Runde gestartet. Die Geocache-Runde war etwa 3 bis 4 Kilometer hier vom Parkplatz entfernt. Für alle, die sich für diese Geocache-Geschichte interessieren, ich habe hier die Geocache-Nummer eingefügt, so kann man herausfinden, wo das Ganze ist. Die Tour war ganz schön durch die Natur, wir haben dafür einige Stunden gebraucht. Später ging es dann wieder zurück zum Stellplatz Spätzle Fritz, um dort eine zweite Übernachtung einzulegen. Jetzt nochmal eine technische Geschichte. Es kamen nochmal wieder Fragen zu meinem externen Solarmodul, was hier zu sehen ist. Und zwar, da geht es in erster Linie wohl um die Stecker. Ich kann nur so viel sagen, wer technische Daten wissen möchte, das Ding heißt Sonnengott. Ich blende hier mal die Internetadresse ein. Dort kann man die technischen Daten erfahren. Und ich möchte jetzt aber nur zeigen, ganz grob, um was es hier geht. Wir haben natürlich auf dem Dach auch noch Solarfelder, und zwar 3 Stück A190 WP und 240 hat dieses Zusatzfeld, was ich aufstellen kann. So komme ich auf 810 WP insgesamt an Leistung. Vorteil von diesem externen Solarfeld ist, dass man der Sonne nachrichten kann. Das ist gerade in den Herbst- und Wintermonaten von unwahrscheinlichem Vorteil. Jetzt vielleicht mal zu kleinen technischen Dingen, und zwar diese Steckverbindungen hier, das sind sogenannte Anderson-Stecker, die kann man im Handel erhalten. Ich blende gleich mal die genaue Bezeichnung ein. Die beiden Platten sind in Reihe geschaltet, kann ich noch sagen. Der Kabelquerschnitt bis zum Regler hin ist 6 Quadrat und die Länge des Kabels zum Regler hin, also von den Solarplatten bis zum Fahrzeug, ist etwa 10 Meter lang. Im Fahrzeug ist eine Kabeldurchführung im Boden. Das kommt dann in der Garage bei mir oben raus. Das kann ich mal wieder wegnehmen, dieses Kabel. Und dort oben ist dann nochmal so ein Verschluss drauf, sodass ich auch also relativ gut schließen kann, dass kein Ungeziefer reinkommt. Und dann haben wir hier diese Steckverbindung wieder, diese Anderson-Steckverbindung, die ist hier verschraubt an einer Aluplatte. Und das ist dann der Stecker, da stecke ich das Ganze dann rein. Und von dort aus geht es dann auf den Regler. Ich habe 2 Regler sind bei mir verbaut. Einmal für den Dachbereich und einmal für das externe Feld. Beide Regler haben aber die gleiche Leistung. Das Ganze ist vom Hersteller Variomobil so verbaut worden. Ich habe innen drin ein Display, da kann ich den Ladezustand gerade bzw. alle Daten abrufen. Und das Ganze natürlich auch auf der App von Victron am Handy.
Das war nochmal so ein kleiner Ausflug in die Technik. Jetzt aber wieder zurück zu unserer Reise. Nach einer weiteren Nacht auf dem Stellplatz Spätzle-Fritz sind wir am Morgen aufgewacht mit Regen. Ja, mussten wir auch noch bei Regen entsorgen, hier auf dieser Entsorgungsstation. Und dann sollte es aber für uns weitergehen oder ging es für uns weiter. Und zwar haben wir unser nächstes Ziel schon im Visier. Das sind nur wenige Kilometer, circa 70, 80 Kilometer, ich weiß es nicht ganz genau. Und zwar ist es der Campingplatz Ribera Mar. Den haben wir schon mal besucht, da wollen wir jetzt auch wieder hin. Dort treffen wir Freunde von uns, die wir schon lange kennen. Und deshalb fahren wir da mal für einige Tage hin. Das war eine spontane Entscheidung. Wir haben mit den Freunden telefoniert und daraufhin haben wir entschlossen, wir besuchen sie. Und so verlassen wir hier am 26. Oktober, circa 10 Uhr morgens, den Stellplatz Spätzle-Fritz, der immer noch gut besucht ist und die ersten auch schon wieder hier anfahren. Der Campingplatz Ribera Mar liegt in der Nähe von Oropesa und ist vom Spätzle-Fritz aus schnell zu erreichen, wie ich schon gesagt habe, vielleicht so 70, 80 Kilometer. Wir nutzen dazu die mautfreie Autobahn und jetzt haben wir ihn auch schon fast erreicht. Hier sehen wir gleich auf der rechten Seite die Zufahrt zum Campingplatz. Unsere Freunde Lena und Peter warten schon. Wir müssen uns noch eine Parzelle aussuchen. Es sind genug freie Parzellen da. Leider regnet es ja, aber das nutzt nun mal nichts. Auch da muss man dann raus, um sich die richtige Parzelle oder den richtigen Platz zu suchen. Wir haben eine freie Parzelle gefunden, war kein Problem. Fahren jetzt auf den Platz. Was wir hier dann so unternommen haben, was wir hier auf dem Platz so erlebt haben, darüber berichte ich dann in meinem nächsten Video. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen, würde mich freuen über einen Daumen nach oben, freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal.